Ein Ei auf Rädern, halb Auto, halb Motorrad. Trotzdem ein echter BMW, die Isetta. Und ein Traum mit 400 PS, einer der schönsten Sportwagen aller Zeiten, der BMW Z8. In den Kurven liegt er sehr neutral. Wenn ich aber an die Grenze rangehe, fängt er an zu untersteuern. Untersteuern im Grenzbereich? Da macht die Isetta ganz andere Probleme. Ja, also ich habe die noch nicht an die Grenze hingefahren, weil ich immer Angst habe, die fällt irgendwann um. Der Umkipper, der Traumwagen und Prinz Leopold von Bayern. Heute bei Classic Rides. Der ehemalige Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern besitzt zwei BMW, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Die Isetta und den Z8. Aber ob 250 Kubikzentimeter oder 5 Liter Hubraum, Spaß hat er mit beiden. Die Isetta ist eines der kuriosesten Autos, das je gebaut wurde. Die Karosserie im Blasendesign, darunter steckt ein Motorradmotor. Also ich muss sagen, die Isetta fährt sich eigentlich für das Alter, was sie hat, unheimlich gut. Aber ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, weil wenn man vom modernen Auto auf ein altes Auto umsteigt, dann muss halt einfach damit rechnen, dass es halt kein ABS und keine anderen Hilfen hat. Demnächst will Prinz Leopold bei einer Oldtimer-Rallye mitfahren. Im Feld von Jaguars, Porsches und Ferraris. Doch der Prinz setzt auf Understatement. Er startet mit der Isetta. Also ich finde, dass der Fahrspaß bei dieser Isetta darin liegt, dass die Isetta noch das tut, was ich mache und nicht mit den neuen Techniken schon bestückt ist. Der Sympathien des Publikums kann sich Prinz Leopold jetzt schon sicher sein. Ich meine, diese Isetta strahlt ja auch Freude aus. Wenn du durch die Stadt fährst, die Leute grüßen dir, winken dir, lachen immer. Und das finde ich einfach was Besonderes an diesem Fahrzeug. Die heutige Probefahrt ist ein letzter Check vor der Rallye. Bisher funktioniert alles einwandfrei und das Getriebe schaltet, als wäre es neu. Das hat einfach auch ein synchronisiertes Getriebe. Du musst mich doppelt kuppeln, was eigentlich erstaunlich war für das Alter des Autos, das es damals schon gegeben hat. Und da musst du eigentlich gar nicht so achten. Man muss einfach am meisten darauf achten, dass du nicht im falschen Gang drin bist. Mit einem einfachen Trick sorgt Prinz Leopold, genannt Poldi, dafür, dass er immer den richtigen Gang einlegt. Das Schaltschema ist ein bisschen anders. Du musst davon ausgehen, dass ich nicht ganz so oft mit der Isetta fahre. Und da habe ich mir halt das Schaltschema drauf gemalt, damit ich weiß, wo die Gänge wieder liegen. Wenn du ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gefahren bist, dann vergisst man solche Dinge. Außer dem Schaltschema muss Poldi noch ein paar andere Dinge beachten, um mit der Isetta im Verkehr mithalten zu können. Also in erster Linie musst du darauf achten, dass die Bremsen natürlich nicht mehr wie die modernen Autos haben. Man muss viel weiter vorausschauen und eher auf die Bremse treten als zu spät, weil es hat ja auch kein ABS. Dann muss man darauf achten, weil das hat natürlich keine direkte Lenkung, sondern sehr indirekte Lenkung. Das ist auch gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten ist es alles in Ordnung, was sie so hat. Während der Probefahrt läuft der Mini-BMW im wahrsten Sinne des Wortes rund, bis Poldi dann doch noch einen Fehler entdeckt. Ja, also da gibt es ein Problem. Ich merke, dass sie irgendwo ein Vergaserproblem hat. Da müsste man vielleicht noch mal zurück in die Werkstatt fahren und den Vergaser einstellen lassen. Aber ansonsten, die Bremsen muss man ein bisschen aufwärmen, aber sonst geht es eigentlich recht gut. Wenn Poldi Glück hat, muss wirklich nur der Vergaser eingestellt werden, denn die Isetta gilt als sehr zuverlässig. Das Grundkonzept der Isetta stammt vom italienischen Motorradhersteller Iso Rivolta. Er entwickelte ein dreirädriges Rollermobil. BMW 1954, kurz vor dem Konkurs, baut die Isetta in Lizenz nach mit 4 statt 3 Rädern und einem BMW-Motorradmotor. Das günstige Rollermobil wird ab 1955 zum Verkaufsschlager und rettet so BMW aus der Krise. Ja, das ist hier die Isetta, auch scherzhaft genannt die Knutschkugel. Interessanterweise, dieses Modell wurde, oder überhaupt die Isetta wurde gebaut nach dem Krieg, 55 bis 62. Und zwar für diejenigen, die keinen Autoführerschein hatten. Die konnten mit dem Motorradführerschein dieses Gefährt fahren. Und das war natürlich ganz gut, weil sie im Trockenen gesessen sind. Moin, Herr Schmidt. Oh, Herr Krause. Jetzt auch BMW. Gratuliere. Sicher zur Schule.
und bequem und pünktlich zur Arbeit. Wussten Sie übrigens schon, dass ein Großstadtdackel mehr Steuer kostet als eine Isetta? Frechheit, Frechheit, so eine Frechheit! Und am Wochenende ins Grüne. Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW. Man macht hier auf und geht von vorne rein und gleichzeitig beim Aufmachen fährt das Lenkrad heraus. Man konnte dann viel bequemer einsteigen und man hat sich dann hier so reingezwängt. Und das Interessante ist, dass da der Beifahrer, soweit er da war, musste die Tür zumachen. Wir haben hier die Pedalerie, die kommt aus dem Motorradsport. Und da haben wir hier das Gas, die Bremse und die Kupplung, also alles sehr filigran. Dann sieht man hier die Übersetzung vom Lenkrad, ist natürlich eine sehr indirekte Lenkung. Wir gehen nach oben, haben hier den Blinker für rechts und links, dann hier das Auf- und Abblendlicht, dann haben wir hier den Scheibenwischermotor, der den Scheibenwischer betätigt. Dann hier die Spritzanlage, wenn irgendwelche Fliegen und Mücken drauf sind, dann lässt man ihn hier an. Und das ist die Heizung. Die Heizung ist natürlich hat nicht so gut funktioniert. Deshalb auch das Wort Knutschkugel, weil da konnte man sich schön zusammenrücken und sich selber wärmen. Das war ganz wichtig zu der Zeit. Und dann sehen wir hier natürlich die Schaltung. Die als links sitzen, links schalten ist nicht ganz so einfach. Hatte ich am Anfang Schwierigkeiten. Dann haben wir hier die Heizungshebel zum Aus- und Einschalten und diese filigrane Handbremse. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Sicherheit von der Isetta war ja nicht sehr großartig gemacht, sondern man hat dann gesagt, wenn irgendwie ein schwerer Unfall passiert, man vorne nicht mehr rauskommt, hat man den Notausstieg betätigt, indem man den Hebel hier aufgemacht hat und ist dann hier oben ausgestiegen. Also für junge Leute ganz praktisch. Ja, in meinem Alter habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, hier auszusteigen. Ich zeige es dir mal, man muss im Kopf runter und dann da raus. Aber sonst ist es eigentlich ganz bequem. Ja, und hier haben wir das Herzstück des Autos. Ein 250er Motorradmotor mit 12 PS. Ja, hier haben wir den Einfüllstutzen fürs Benzin. Ungefähr 11 bis 12 Liter gehen da rein. Da kam man damals 200 Kilometer weit. Hier haben wir das Bremslicht und die beiden Heckleuchten. Und so ist man damals gefahren. Mit über 161.000 Fahrzeugen ist die Isetta das wahrscheinlich meistverkaufte Einzylinderauto der Welt. Poldi fährt jetzt in die Werkstatt, um den Vergaser neu einstellen zu lassen. So, und wie läuft er? Ja, er läuft ganz gut. Also ich muss sagen, das ist nicht so schlimm. Aber was ich glaube, am Vergaser stimmt was nicht. Der zippt unten nicht richtig raus. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Hier bei einem Oldtimer-Experten in der Nähe von München lässt Poldi seine Isetta pflegen und für Ausfahrten und Rallyes vorbereiten. Die geringe Spurweite von 50 cm an der Hinterachse hat 1955 für BMW den Vorteil, dass man sich den Einbau eines teuren Differentials sparen kann. Ja, Wo man es gelegen hat. Irgendwas finden wir schon. Aber ich glaube, dass die Vergaser sind. Also andere Erklärung hätte ich nicht. Ja, das kann immer wieder passieren, dass man die ein bisschen nachstellen muss. Ja. Das ist kein neues Auto nicht. Ja, eben. Wenn das ganzen Winter steht. Dann tun wir als erstes einmal die Zündkerzen raus. Dann schauen wir uns mal an, wie die Zündkerzen ausschaut. So, da sieht man sie jetzt, die ist recht verrußt, also schwarz. Und normalerweise soll so eine Kerze rehbraun sein. Ja. So läuft der Motor dann am besten. Ja. Das heißt, er ist eigentlich fett. Und jetzt drehen wir das CO ein bisschen runter. Und dann muss man noch mal eine Runde drehen. Und wenn es dann rehbraun ist, dann passt es. Ja. Ja, aber sonst fehlt ja nichts an dem Motor. Nein, er schaut ja sauber aus. Ja. Okay, jetzt stellen wir den Vergaser ein bisschen anders ein und dann probieren wir das einfach noch mal aus. Genau. Wie gesagt, dann drehen wir mal eine Proberunde und dann schauen wir uns die Zündkerzen Ja, einmal an. so machen wir es. Okay? Dann zeigen wir es ja. Genau. So ein Vergaser einstellen, das ist immer eine Gefühlssache. Man muss ihn einfach mal ein Stück runter, in dem Fall halt magerer drehen und dann muss man mit dem Auto noch mal fahren und sich dann die Zündkerze anschauen.
Mit neu eingestelltem Vergaser macht Poldi die nächste Probefahrt, um zu sehen, ob der Motor jetzt richtig läuft. Also ich glaube, dass er jetzt richtig eingestellt ist. Nicht nur ich glaube, sondern er geht über 80. Also wir gehen jetzt gerade auf die 90 zu und es saugt da richtig sauber. Bis in die 70er Jahre gehört die Isetta zum täglichen Straßenverkehr. Denn mit dem robusten Motor und der anspruchslosen Technik ist sie sehr alltagstauglich. Also ich meine, das Problem ist ja, dass die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h ist. Man fährt halt mehr kurze Strecken, aber man kann im Regen fahren. Wir sind ja, sitzen hier geschützt drin, aber da gibt es eigentlich keine Probleme. Probleme gibt es nur in schnellen Kurven. Da schwankt die Isetta wie ein Schiff. Und selbst Ex-Rennfahrer Poldi will da lieber nichts riskieren. Ja, also ich habe die noch nicht an die Grenze hingefahren, weil ich immer Angst habe, die fällt irgendwann um. Die natürlich ganz weiche Stoßdämpfer, aber sie macht Spaß zu fahren, aber man muss halt einfach damit rechnen, dass, gut, die geht ja nur 80, Gott sei Dank, also, aber ich bin noch nicht an die Grenze rangegangen, weil ich nicht weiß, ob die umfällt. Aber auch ohne Prinzenrolle bietet die Isetta nicht viel mehr Sicherheit als eine Blechdose. Keine Gurte, keine Airbags und vor allem keine Knautschzone. Angst in der Isetta habe ich nicht wirklich, aber das Problem ist halt das, wenn du halt in einen Unfall verwickelt wirst, dann ist natürlich das sehr kritisch, was daraus entstehen könnte an Verletzungen. Also die Isetta ist am Berg recht zäh, weil du natürlich eben, wie gesagt, diese PS-Zahlen nur zur Verfügung hast. Sie wiegt ja ca. 600 Kilo mit 12 PS. Das ist nicht so berauschend, aber es ist gemütliches Fahren. Man sieht sehr viel von der Landschaft, von der Gegend. Man sieht die Menschen, die man dann vielleicht unterwegs sieht, die strahlen und grüßen einen. Das macht alles eigentlich ganz angenehm und schön. Ende der 50er Jahre überqueren viele Deutsche mit ihrer Isetta sogar die Alpen und entdecken Italien als Urlaubsland. Nachvollziehen kann ich es eigentlich nicht mehr von der heutigen Zeit heraus zu verstehen, aber in der damaligen Zeit gab es ja keine anderen Alternativen und deshalb war das schon für den Fahrer und für das Gerät eine große Herausforderung, über den Brenner rüber zu fahren. Ich meine, da geht es ja recht steil rauf und da wirst du wahrscheinlich mit 20 km/h darauf fahren. Da brauchst du halt dann 1,5 Stunden, bis du über den Brenner drüber bist. Die BMW Isetta ist nicht nur Sympathieträger und Publikumsliebling, sondern inzwischen auch eine stabile Wertanlage im Oldtimer-Investment. Die steht schon dafür da, dass es ein einzigartiges Modell ist und ich würde ja auch nicht gegen ein anderes Modell eintauschen. Nicht eintauschen, aber umsteigen. Von 12 auf 400 PS in seinem BMW Z8, das macht Prinz Leopold zwischendurch schon mal gerne. Der Z8 ist zwar noch kein Youngtimer, dafür aber schon ein echter Klassiker. Also das Faszinierende von dem Auto ist in erster Linie erstmal das Design von dem Fahrzeug. Es ist einfach wunderschön gelungen. Ich würde mal sogar sagen, dass in 30, 40 Jahren wird das Auto sicherlich so eine Dimension erreichen wie der jetzige alte 507. Und dieses Auto hat natürlich auch einen tollen Motor, diesen M5 mit den 400 PS und 500 Newtonmeter. Das ist sehr gut kombiniert mit dem Fahrzeug. Es ist ja auch Aluminiumkarosse, wo er nicht so besonders schwer ist. Also hat eine gute sportliche Tendenz, die da ist. 1999 debütiert der BMW Z8 auf der IAA in Frankfurt und wird bereits 2003 von den Lesern einer Oldtimer-Zeitschrift zum Klassiker der Zukunft gewählt. Ja, heute habe ich einen BMW Z8, einer meiner Lieblingsfahrzeuge, die nach dem Krieg gebaut worden sind. Es sieht sehr ähnlich dem 507, gerade vom Grill her aus gesehen, weil der Grill hat wirklich eine wunderschöne Form und spiegelt wieder die Niere des BMWs. Dann haben wir hier eben
mit Spoiler unten drunter, damit er eben gut satt auf der Straße heruntergedrückt wird. Wir sagen dazu Downforce. Dann diese integrierten Scheinwerfer, die wirklich ein Traum sind, also toll integriert in diese Frontform. Sehr breite, ausgelegte Kotflügel, damit diese großen Reifen reinpassen mit den Felgen. Hier haben wir diese Seitenkiemen wie beim 507, was sehr gelungen ist und auch darauf hindeutet zu der Zeit vom 507. Der Werkstoff von der Karosserie ist Aluminium, sehr viel leichter. Dann haben wir hier diesen verchromten Außenspiegel. Das Ganze ist in Schwarz gehalten, setzt sich unheimlich gut ab von der Fahrzeugfarbe. Dann haben wir hier den Türgriff. Und das Interessante ist, wenn, sagen wir mal, die Elektronik ausfällt, dann kann man hier mechanisch mit der Hand oder mit dem Schlüssel die Tür aufmachen. Hier haben wir natürlich sehr wunderbar designte Rücklichter, Bremslichter gleichzeitig und Blinker. Dazu noch mal ein zusätzliches Bremslicht. Und ich muss sagen, wir haben ein sehr starkes, kräftiges Design des Hecks mit kräftig ausgelegten Kotflügeln, breiten Reifen. Das macht die Sportlichkeit dieses Z8 aus. Ja, nun kommen wir zum Interieur des Fahrzeuges. Ich finde sehr schön das beige Leder mit dem schwarz Klavierlack ausgekleidet. Interessant sind die Armaturen in der Mitte, wie eigentlich beim Mini. Dann haben wir hier die ganzen Instrumente, die uns anzeigen, Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Geschwindigkeit und Benzinanzeige. Interessant sind auch hier diese Knöpfe, die zum Drehen sind, wo man eben hier das Gebläse anmachen kann, die Heizung, dann oben unten die Lüftung machen und hier mit Air Conditioned und dann natürlich dieses tolle Lenkrad, was mit Speichen versehen ist, eigentlich wie es früher war, mit einem Airbag integriert. Also man sitzt sehr bequem und komfortabel und hat auch eine gute Übersicht zu dem ganzen Fahrzeug im Interieur drin. Ja, wir haben hier das Herzstück des BMW Z8, einen V8, 400 PS, 500 Newtonmeter, den damaligen ersten M5-Motor, der wirklich Power hat. Und dann haben wir hier diese Domstrebe, die wir zusätzlich einbauen lassen, weil einfach die Stabilität damit besser ist auf der Straße. Und ich fahre nun sportlicher, weil ich ja Rennfahrer bin. Da habe ich mir das einbauen lassen und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann nur sagen, es ist für mich das absolute Traumfahrzeug. Ein Traumfahrzeug ist der BMW Z8 bereits, als er im Jahr 2000 auf den Markt kommt. Designt von Henrik Fisker, orientiert sich die Form mit der breiten BMW-Niere und den seitlichen Lufteinlässen am BMW Roadster 507, der bereits 1955 vorgestellt wurde. Mit der langen Haube, der steilstehenden Frontscheibe und dem rund zulaufenden Heck zeigt der Z8 weitere typische Roadster-Designmerkmale der 50er und 60er Jahre. Trotzdem erscheint seine Karosserie auch heute noch modern und zeitlos. Gebaut wird das Cabrio in Handarbeit. Zusammen mit dem hohen Preis von 235.000 D-Mark und einer geringen Stückzahl von nur 5.703 Exemplaren verspricht er damals schon sehr viel Exklusivität. Obwohl der Z8 einen Alu-Space-Frame hat, ist er mit 1.660 Kilogramm nicht gerade ein Leichtgewicht. Aber mit seiner Power bringt er auch blaues Blut in Wallung. Also der grundsätzliche Fahrspaß von dem Z8 ist natürlich das Herzstück, der Motor, der immerhin 400 PS hat, ein M5-Motor mit 500 Newtonmeter. Und der hat natürlich ordentlich Kraft unten raus. Das brauchst du heutzutage und es ist einfach toll, wie der sich entwickelt. Und dann diese 32 Ventiler und V8-Motor, da geht schon die Post ab. Keine 5 Sekunden braucht der Z8, um seine Hoheit auf 100 zu bringen. Der BMW ist nicht nur bärenstark, er klingt auch so. Ja, also ich habe immer verglichen zum Sound dieses Motores am Auspuff hinten. Das ist wie so ein tief brüllender Grizzlybär, der sich irgendwo über was ärgert. So ist der Sound. Also wir können ja mal den Sound schnell demonstrieren. Also man sieht schon, wie der von unten raus die Power entwickelt. Trotz aller Kraft kann man sich im Z8 auch angemessen und zurückhaltend auf der Straße bewegen. Also ich würde sagen, er ist ein Sportwagen, man kann ihn sportlich fahren, man kann ihn auch komfortabel fahren. Das ist das Schöne an diesem Auto, man hat eben so viel
viel PS, dass man also ganz gemütlich durch die Gegend fahren kann mit 80 km/h, mit niedrigen Drehzahl. Der kann ab 2500 Umdrehungen geht er richtig los, die Power zu entwickeln. Also er ist gut ausgewogen als sportlich und komfortables Fahren. Das elektronische Stabilitätsprogramm ist abschaltbar. So können Rennfahrer wie Poldi im BMW den gezielten Ritt an der Haftungsgrenze wagen. Also wenn ich jetzt sportlicher fahre mit dem Auto, also schneller als normal, dann ist er in den Kurven, liegt er sehr neutral. Wenn ich aber an die Grenze rangehe, fängt er an zu untersteuern, was auch gut so ist, weil der Otto-Normalfahrer kommt mit dem Untersteuern mehr zurecht wie mit dem Übersteuern. Im Gegensatz zur Isetta sind für Prinz Leopold Alpenüberquerungen im Z8 kein Problem. Auf Langstrecken kann der Komfortsportler fast zur Sänfte werden. Ich bin mal vor kurzem, für längere Strecken, nach Südfrankreich runtergefahren. Und da geht es ja auch über die Berge rüber. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und man sitzt auch sehr bequem drin. Und man hat also wirklich keine Ermüdungserscheinungen nach einer gewissen Zeit. Man kann offen fahren, man kann das elektrische Verdeck drauf machen. Das ist alles wunderbar und das ist auch kein Problem. Also insofern kannst du mit dem richtig lange Strecken fahren, ohne Ermüdungserscheinungen zu bekommen. Geadelt wird der Z8 als Bondmobil in Der Morgen stirbt nie. Dazu bekommt die Technik des BMW ihren Ritterschlag von Prinz Leopold. Ich finde, da hat sich zwischen den modernen und dem Auto, was zwischen 10 und 12 Jahren dazwischen liegt, hat sich nicht viel verändert. Also die sind damals schon sehr weit in der Technologie gewesen. Natürlich die neuen modernen Fahrzeuge haben nochmal neue Techniken drin. Die hat er noch nicht drin, aber mir ist es ganz recht, dass das Fahrzeug das macht, was ich noch gerne machen möchte und nicht alles von den Technologien abgeriegelt sind. Nicht mehr ganz zeitgemäß ist auch der Verbrauch des Z8. Dafür ist der BMW aber ein alltagstauglicher Sportwagen. Also du musst den kaum pflegen oder warten, der ist sehr, sehr zuverlässig. Das Einzige, was du halt öfters machen musst, ist Benzin nachgießen, weil 400 PS, da hat er schon einen gewissen Verbrauch, aber das andere ist alles okay. Je nach Fahrweise kann der BMW schon mal 15 bis 20 Liter auf 100 Kilometer schlucken. Exklusivität hat eben ihren Preis. Also so ein Auto zu kaufen ist sehr, sehr schwierig geworden, weil es natürlich ein Sammlerstück geworden ist, wo die Preise ständig nach oben gehen. Ich habe es gefunden im Internet, aber es wird immer schwieriger und vielleicht in Fachzeitschriften noch. Also in meinen Augen ist es der schönste Sportwagen, sonst hätte ich mir auch nicht gekauft. Und ich glaube, es wird lange dauern, bis man wieder so ein wunderschönes Auto finden wird. Das Traumcabrio und die Knutschkugel. 2 Autos für königlichen Spaß am Fahren.